Hi, ich bin Bennett und das hier sind alle Motorradnavigations-Apps, die ich kenne. Leider sind die meisten davon unbrauchbar und die anderen eher so mäßig nutzbar. Deswegen kommt hier jetzt meine Top 3 der Apps, die ich benutze. Wenn es ums Motorradfahren geht, dann will ich vor allen Dingen 3 Probleme lösen. Ich möchte im Zweifel möglichst schnell genau da ankommen, wo ich ankommen will. Ich möchte Strecken finden, die möglichst kurvig sind, möglichst viel Spaß machen und dabei möglichst wenig befahren sind. Und Nummer 3, ich will irgendwo geil Offroad fahren. Entweder Strecken, die ich mir vorher rausgesucht habe, oder im Zweifel wirklich Strecken, die mir das Gerät raussucht. Für das erste Problem, also auf dem 3. Platz, sind Google und Apple Maps. Die haben gute Kartendaten. Ich finde mein Mailänder Hotel irgendwo in der Innenstadt und werde nicht in irgendeine Seitenstraße gelotst. Plus gerade bei Google Maps perfekte Verkehrsdaten, Stau, Baustellen. Das alles wird einfach umfahren. Auf dem 2. Platz für das eigentliche oder das meiste Motorradfahren sind Curviga und Calimoto. Die nehmen sich nicht wirklich viel in ganz, ganz vielen Aspekten, aber der Teufel steckt halt immer im Detail. Beide Apps sind nicht perfekt zu bedienen von der Usability-Aussage her, aber Curviga ist da deutlich schlechter als Calimoto, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Calimoto ist die deutlich ausgereiftere App. So kleine Fehler wie irgendwie einmal um einen Block geschickt werden, wo man noch einen Schlenker reinmacht und 3-mal abbiegen muss und sowas. Das macht Curviga noch gerne, das macht Calimoto nicht. Ansonsten nehmen sich die beiden nicht wirklich viel. Man kann noch, je nachdem, was man für ein Gefühl hat, sagen, der Kurvenalgorithmus, die Strecken, die Calimoto raussucht, die taugen mir persönlich auf jeden Fall noch ein bisschen besser als das, was Curviga macht. Im Wesentlichen ist es aber so, dass für die meisten Motorradfahrer beide Apps irgendwo einen guten Kompromiss an Strecke und Kurvigkeit raussuchen. Der wesentlichste Vorteil an beiden ist, ich habe halt auch noch einen Webplaner. Ich kann in beiden Apps ganz entspannt zu Hause am Computer meine Touren planen und die 1:1 aufs Handy synchronisieren. Was die Planung selber angeht, hat Curviga ein paar mehr Funktionen. Ich habe zum Beispiel als wesentlichsten Punkt die Tatsache, dass ich zwischen Zwischenzielen und Shaping Points unterscheiden kann. Also ich kann wirklich Zwischenziele setzen, zu denen ich dann auch entsprechende Informationen angezeigt bekomme, und ich kann Shaping Points setzen, die halt nur die Strecke quasi woanders langführen, wo ich sie langgeführt haben will, die jetzt aber in dem Sinne nicht irgendwo in der Planung berücksichtigt werden, was Ankunftszeiten und Zwischenziele und sowas angeht. Ob man das braucht, muss man entscheiden. Das bietet Calimoto zum Beispiel nicht. Dafür hat Calimoto halt das schönere Planungserlebnis, indem man sich halt ganz, ganz viele Via-Punkte relativ intuitiv hintereinander setzen kann. Auch wenn ich die nur als Routenpunkt legen will und dazu keine Informationen brauche, kann man das halt ignorieren und hat halt trotzdem die Strecke, ohne dass ich mich jetzt jedes Mal entscheiden muss, soll das jetzt ein Zwischenziel sein oder ein Shaping Point. Das ist eine Gefühlssache. Was beide Apps nicht so wirklich top können, ist Offroad-Navigation. Calimoto verweigert an vielen, vielen Stellen das Routing über normale, unbefestigte Straßen grundsätzlich. Selbst wenn das legal befahrbare Straßen sind, da ist Curviga ein bisschen besser. Man kann dann noch viele, viele Strecken planen, die man einfach so fahren darf. Aber das kommt halt auch öfter mal an seine Grenzen, weil es dann doch irgendwie die Route woanders lang legt, weil es sagt, das ist ein Waldweg oder das ist anders deklariert. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, ob das wirklich einem taugt und ob die Route dann wirklich die ist, die man fahren will. Und um das zu umgehen, ist aktuell meine Lieblings-App fürs Motorradfahren OSM And. Die App ist usability-technisch noch schlechter als Calimoto und Curviga. Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, wie das Ding funktioniert und wie man es bedienen muss, damit man damit halt auch wirklich gut zurechtkommt. Man kann sich Overlays basteln und so weiter und so fort. Es hat aber den Vorteil,
dass ich da wirklich jede GPX-Datei reinschmeißen kann und kriege einen Track, über den ich geroutet werde. Und das ist der App relativ egal, ob das jetzt wirklich legale Strecken sind oder nicht, ob man da langfahren kann oder nicht. Das muss ich dann immer noch selber entscheiden. Aber die App selber nimmt da erstmal überhaupt gar keine Rücksicht drauf, was die Kartendaten sagen. Hat wahnsinnige Vorteile, wenn man wirklich Offroad fahren will, wenn man wirklich die Strecken bekommt, die man haben will. Der wesentlichste Punkt fürs Offroad-Fahren, den die App aber mitbringt, ist, die hat eine Option, sagen zu können, ich möchte unbefestigte Straßen bevorzugen. Also ich kann ja bei Kurviga zumindest, glaube ich, sagen, dass ich unbefestigte Straßen erlaube. Ich glaube, bei TomTom glaube ich auch. Aber das heißt halt nur, ich erlaube sie. Das heißt noch nicht, dass die App automatisch sagt, okay, hey, da ist eine unbefestigte Straße, die kannst du stattdessen nehmen, ich route dich jetzt darüber. Die werden meistens nicht angesteuert, es sei denn, ich erlaube das und dann kann ich die App zwingen, mich darüber zu führen, wenn ich weiß, wo ich langfahren will. Wenn ich aber gar nicht weiß, wo es vielleicht unbefestigte Straßen gibt, dann hilft mir das natürlich überhaupt nicht. Den Vorteil hat tatsächlich Awesome Ant. Hier kann ich mir einfach einen Start setzen, ein Ziel setzen und sagen, bevorzuge bitte unbefestigte Straßen und dann rechnet dir das Ding eine Strecke aus, wo du halt möglichst unbefestigt fährst. Das hilft halt manchmal nicht so wirklich, was die Region angeht, aber je nach Region, zum Beispiel Richtung Brandenburg oder Mecklenburgische Seenplatte, hat das schon deutlich Vorteile, weil man im Routing dann da lang geschickt wird, wo man halt eben sonst gar nicht weiß, dass man langfahren könnte. Das macht wirklich richtig Spaß. Außerdem hat Awesome Ant auch einen Webplaner. Also ich kann auch hier meine Daten und Tracking und Plotting von den ganzen Routen vornehmen. Ich würde sogar behaupten, dass Awesome Ant mit seinem Webplaner das ist, was am nächsten ans Garmin Basecamp rankommt. Auch weil die Awesome Ant Maps Karte nicht wirklich eine Motorradnavigation ist. Es hat keinen Kurvenalgorithmus oder sowas, sondern es ist tatsächlich eher eine GPX oder eine Routing-Plattform. Das hat halt eben, wie gesagt, Vorteile, wenn man wirklich damit arbeiten möchte. Wenn man das nicht möchte, dann würde es wahrscheinlich einen nur überfordern. Preislich kann man noch sagen, Calimoto ist mit Abstand das teuerste von allen dreien. Es ist aber auch so, dass das vom Gesamtpaket her immer noch das Beste ist, was man sich für das normale Motorradfahren kaufen kann. Kurviga bietet eine gute Alternative, bisschen komplizierter, mit ein bisschen mehr Arbeit, die man da investieren muss, um sich mit der App auseinanderzusetzen. Kostet aber auch halt deutlich weniger. Und Awesome Ant kostet, glaube ich, ungefähr das gleiche, was Kurviga kostet, hat aber wirklich den Vorteil, dass ich eigentlich mit Garmin aufs Handy bekomme, ohne die Hardware, aber mit der gleichen Funktionalität und mit den gleichen Individualisierungsmöglichkeiten meiner eigenen Routenplanung. Das sind meine Top 3 an Motorradnavigations-Apps. Wenn ihr noch welche kennt, die besser sind, lasst es mich gerne wissen. Ciao.